Oh, hier kommt schon ein Pferd. Ruth Hopfenmüller und Nele kommen jede Woche zusammen hier zum Reiterhof in Bad Soden. Hallo, hallo. Das therapeutische Reiten tut Nele gut. Sie hat eine lebensverkürzende Stoffwechselkrankheit. Die 14-Jährige baut zunehmend ab und verlernt nach und nach das Sprechen und Laufen. Nele ist am Anfang immer nicht so ganz begeistert. Man muss sie so zu ihrem Glück zwingen. Aber ich finde es so schön, wie die einfach so intuitiv mit dem Pferd mitgeht. Ruth Hopfenmüller ist seit 3 Jahren als Hospizbegleiterin an Neles Seite. Am Anfang war sie überrascht, dass bei der Hospizarbeit gar nicht so sehr die Krankheit und das Sterben im Vordergrund stehen. Wenn ich mit der Nele unterwegs bin, dann leben wir einfach diesen Moment. Und ich denke nicht an den Tod, sondern ich denke an das Leben. Und es ist Leben eigentlich viel intensiver als so den Rest der Woche. Für die Arbeit beim Hospizdienst hat Ruth Hopfenmüller sich entschieden, nachdem ihr Schwiegervater gestorben ist. Ich habe mich ganz intensiv mit dem Thema Tod auseinandergesetzt und habe gemerkt, das ist ein Thema, wo man hingucken muss und nicht einfach das ignorieren kann oder wegrennen sollte, sondern ich war auch total dankbar für alle Leute, die uns in der Zeit so unterstützt haben. Das will sie jetzt zurückgeben. Genau wie ihr Kollege Michael Borg, der erst vor kurzem den 100-stündigen Vorbereitungskurs des Hospizdienstes abgeschlossen hat. So gucken, im Ein- und Aus. Es geht sehr viel um die eigene Haltung, sehr viel darum, wie ist die eigene Beziehung zum Tod und wie gehe ich damit um. Und man lernt da auch sehr viel über das eigene Leben, um die eigene Perspektive auch zum Leben. Michael Borg und Ruth Hopfenmüller merken dabei immer wieder, was ihre Arbeit für die Familien bedeutet, die sie begleiten. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Nele hat ihre Diagnose schon vor 11 Jahren bekommen. Seitdem bestimmt die Erkrankung den Alltag der Familie. Die Hospizbegleitung ist eine kleine Stütze. Also für mich ist es einfach eine Erleichterung, weil ich mache ja schon vormittags, vor der Schule fahren wir ja zum Physio und machen ja unheimlich viel. Und dann, wenn sie das mit den Reiten mir abnimmt, bin ich einfach, das ist einfach 2 Stunden für mich einfach mal Zeit für mich. Krieg ich die Tasse? Zeit, die auch Nele und Ruth Hopfenmüller genießen. Das Vertrauen zwischen den beiden ist auch ohne viele Worte spürbar und Ruth Hopfenmüller nimmt aus den Stunden mit Nele viel mit. Ich bin so dankbar für diese Themen, die einen so zurückholen und erden, dass wir uns erinnern, worum es eigentlich im Leben geht. Um Beziehungen, um Aufmerksamkeit, um Liebe, um Spaß, um Lebensfreude, um den Moment. In dem es nicht um den Tod, sondern ganz intensiv um das Leben geht. Ja, schönen guten Abend. Andrea Hußlein vom ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Frankfurt-Rhein-Main. Herzlich willkommen. Guten Abend. Ihre Organisation gibt es ja in mehreren Regionen in Hessen. Haben die alle genug Leute? Der Deutsche Kinder- und Jugendhospizverein betreibt 7 ambulante Kinder- und Jugendhospizdienste in ganz Hessen und dazu noch 2 im Unterfranken, in Aschaffenburg und Miltenberg. Erfreulicherweise gibt es immer wieder Menschen, die sich für das Ehrenamt interessieren. Nichtsdestotrotz sind wir auch froh, wenn sich weitere Ehrenamtliche finden oder Menschen, die das machen möchten. In Aschaffenburg startet im September ein Kurs und von der Kollegin weiß ich, dass da zum Beispiel noch Plätze frei sind. Ist ja quasi um die Ecke. Ja. Okay. Jetzt haben wir ja mit Ruth und Nele wirklich ein tolles Beispiel gesehen. Was gäbe es denn noch für Aufgaben? Also was tut man noch so, wenn man ehrenamtlich für sie tätig ist? Wir gehen immer davon aus, dass die Familien, die erkrankten Kinder und Jugendlichen, die wir begleiten, unsere Auftraggeber sind. Das heißt auch, die Aufgaben als Ehrenamtlicher können sehr bunt und vielfältig sein. Das kann sein, wie jetzt im Filmbeitrag, dass die Ruth die Nele zum Reiten begleitet. Das kann aber auch ein Spaziergang sein. Das kann auch Zeit zu Hause sein, DVDs schauen, Bücher lesen oder auch mit den Geschwisterkindern Ausflüge unternehmen, ins Kino gehen. Die sind auch mal froh, wenn sie im Mittelpunkt stehen. Ne? Die müssen ja sonst immer so ein bisschen zurücktreten. Das ist verständlich. Also das heißt, man ist jetzt zwar natürlich mit dem Tod konfrontiert, aber es geht jetzt nicht in erster Linie zum Beispiel um Sterbebegleitung. Ist das auch mit drin, oder? Also das kann in einzelnen Fällen kann das auch mal sein, dass man in der letzten Lebenszeit sehr eng dabei ist.
Aber in der Regel begleiten wir über einen langen Zeitraum die Kinder und die Jugendlichen. Und das ist dann wirklich ein schönes Miteinander. Das hat die Ruth im Film ja auch schön gesagt. Genau, es geht so um die schönen Seiten des Lebens eigentlich. Die schönen Augenblicke, genau. Genau. Wir haben auch gehört, man wird wirklich gut vorbereitet. Dieser 100-stündige Kurs, das ist ja schon irgendwie, da nimmt man bestimmt ganz viel mit. Ja, da geht es sehr viel um die eigene Haltung zum Tod, zum Sterben, zum Leben aber auch. Dann geht es um, wie trauern Kinder, wie ist eben das Kind als Auftraggeber, wie ist es zu verstehen, was für schwierige Situationen können auftreten. Wir haben auch Eltern, betroffene Eltern zum Beispiel auch eingeladen in den Kurs, die dann von ihrer Situation berichten. Es ist eine sehr intensive Zeit. Okay, und wenn der Kurs dann abgeschlossen ist, dann hat man auch mal noch mal so eine Art Abschlussgespräch, ob man sich das wirklich zutraut. Und dann wartet man quasi auf den ersten Auftrag, oder? So ist es. Wir führen mit allen ein Gespräch und schauen dann, wie passt das zusammen. Wenn dann was Passendes da ist oder auch kommt, dann sind es immer so 2-3 Stunden, die man Zeit verbringt. Wie ist das? In der Regel ja. Wir sagen immer, die Ehrenamtlichen sollten sich so 4 bis 5 Stunden die Woche einplanen. Es kann aber auch mal an einem Samstag sein, jedes zweite Wochenende den ganzen Nachmittag zu verbringen. Auch da. Oder die Begleitungen finden nur alle 2 Wochen statt. Auch da kommt es ganz auf die Familien und auf den Auftrag an. Okay. Wir haben es eben schon gesagt, es geht eigentlich eher um gutes Leben als um den Tod oder ums Sterben. Aber trotzdem wird es ja belastende Situationen geben, beziehungsweise man hat es vielleicht so die ganze Zeit auch im Hinterkopf. Wie wird das aufgefangen? Wird man da auch irgendwie betreut? Ja, wir haben 6 verpflichtende, verbindliche Praxisbegleittreffen pro Jahr. Und dazu noch 2 freiwillige Supervisionen. Wahnsinn. In Einzelfällen kann es auch mal eine Einzelsupervision geben. Und wir als Koordinationsfachkräfte haben auch immer ein offenes Ohr für unsere Ehrenamtlichen. Okay, also das ist echt beeindruckend. Man ist wirklich gut vorgesorgt, dass man da nicht alleine gelassen wird. Wer sich jetzt für ein solches Ehrenamt interessiert, wo kann man sich melden? Man meldet sich am besten bei den Hospizdiensten in der Nähe, die in der Region sind. Und die findet man auf der Homepage des Deutschen Kinderhospizvereins. Da hat man auch eine Übersicht, wo es von uns überall die Hospizdienste gibt. Okay, sagen Sie noch ganz kurz, wie Sie finanziert werden. Sind Sie auch auf Spenden angewiesen? Ja, wir sind zu einem großen Teil sogar auf Spenden angewiesen, obwohl die Krankenkassen die ambulanten Hospizdienste fördern. Trotzdem hat zum Beispiel der Deutsche Kinderhospizverein auch eine Kinderhospizakademie, die noch Angebote, Ferienfreizeiten oder Selbsthilfeklausuren für die Eltern machen. Und das ist dann alles spendenfinanziert. Also Spenden sind auch willkommen? Immer gerne. Okay, danke schön, dass Sie da waren, Frau Huslein. Ja, danke. schön.